Ich bin gerade in Shanghai, in der Stadt, wo Neonlichter auf alte Teehäuser treffen, der Verkehr niemals schläft und selbst die Gassen nach Zukunft riechen. Ich zeige dir heute, was du auf keinen Fall in dieser Stadt verpassen solltest. Vom Trubel am Bund bis zu den kleinen Spots, die kaum jemand kennt. Unser erster Spot beginnt hier in der Nanjing Road. Die Nanjing Road ist eine 5,5 Kilometer lange Einkaufsstraße und ist vergleichbar mit der Champs-Élysées in Paris oder auch mit der Fifth Avenue in New York. Es ist einfach eine riesige Einkaufsstraße mit extrem vielen Shops, extrem vielen Möglichkeiten einzukaufen, Geld auszugeben und einfach durchzustöbern, was es hier so gibt. Wir sind gerade im Minifon, schaut euch mal diese Körbe hier an. Kleiner Sidefact, auf der Nanjing Road befindet sich auch der größte Pop-Mart Store auf der ganzen Welt. Also falls ihr in einen Pop-Mart Store gehen wollt, dann unbedingt in den. In der Nähe von West Nanjing Road befindet sich übrigens auch der größte Starbucks in ganz Asien. Und hier wollen wir jetzt unbedingt reingehen. Schaut euch mal hier diese schöne Tasse hier an. Und hier gibt es auch richtig viel Merch von Starbucks, was ich noch nie gesehen habe. In den Starbucks hier gibt es nicht nur ganz normalen Kaffee, sondern man kann sich auch Gebäck kaufen. Und das Besondere hieran ist, der Kaffee wird ganz frisch gemahlen. Und man kann hier den ganzen Prozess anschauen. Man kann sich sogar nur den Kaffee kaufen, wenn man es möchte. Es gibt hier auch 2 Etagen. Man kann oben noch sitzen. Also es ist echt mega, mega groß hier. Aber ich muss auch sagen, es ist auch viel, viel teurer als woanders. Weil zum Beispiel, wenn man 250 Gramm gemahlenen Kaffee kaufen möchte, kostet das schon alleine 32 €, was ich schon ein bisschen pricey finde. Wir befinden uns gerade beim Longshuan-Tempel und das ist tatsächlich der älteste und auch größte buddhistische Tempel in ganz Shanghai. Ihr solltet unbedingt einen Besuch hier abstatten, denn der Eintritt ist sogar kostenlos. Und ich weiß nicht, ob wir einfach Glück haben, aber wie ihr sehen könnt, es ist mega leer, mega ruhig und mega entspannt. Also es sieht wirklich sehr schön aus und sehr friedlich. Wir werden euch jetzt erstmal hier rumführen. Der Tempel geht noch extrem weit nach hinten. Hier sind noch richtig viele Tempelanlagen und Häuser, wo man reingehen kann. In jedem, ich sag mal, Häuschen steht auch eine andere Figur drin. Falls ihr Hunger habt, könnt ihr sogar herkommen. In der Longshuan-Tempelanlage gibt es sogar eine Kantine, wo ihr essen könnt. Wir gehen gerade zu unserem nächsten Spot, und zwar den 1000 Trees. Das ist ein Gebäude, wo ganz viele Bäume außenrum einfach dran wachsen, was richtig cool aussieht. Um dahin zu gelangen, muss man durch eine Mall gehen. Und das haben wir auch gerade gemacht. Und jetzt sind wir hier bei so einer Wand angekommen, wo es ganz viel Street Art gibt. Das sieht richtig, richtig cool aus, weil es auch sehr realistisch und teilweise sogar 3D gemacht wurde. Und das schauen wir uns jetzt an und dann gehen wir direkt zu den 1000 Trees. Von hier aus sieht man die schon ein bisschen, aber da ist gerade so eine Baustelle, deswegen sieht man leider nicht die ganze Wand. Ich hoffe, man sieht vielleicht von der anderen Seite ein bisschen mehr. Wir sind gerade einmal um das Gebäude rumgelaufen, aber leider hat man nur Baustelle gesehen. Stattdessen sind wir dann wieder in die Mall gegangen und als kleiner Tipp, ihr müsst in der Mall in die 5. Etage fahren mit dem Fahrstuhl. Dann könnt ihr hier auf die Dachterrasse gehen und dann habt ihr so eine schöne Aussicht auf die 1000 Trees. Selbst auf der Terrasse sind riesige Bäume drauf oder riesige Pflanzen und das sieht so cool aus. Man fühlt sich richtig klein.
sind gerade bei Shanghai Tianzifang und das ist ein kleines Viertel, wo es ganz viele kleine Läden und Straßen gibt, wie ihr sehen könnt. Auf jeden Fall sehr süß. Wenn ihr Souvenirs sucht, dann ist das hier auf jeden Fall ein Ort, wo ihr was finden werdet. Zum Beispiel hier gibt es echt extrem viele Schmuckläden. Und auf der Seite gibt es so Badekugeln. Und hier gibt es halt so Schlüsselanhänger und Souvenirs. Also sehr, sehr viel, kann man echt was finden. Wir waren gerade in der Xiantan-Di Mall und haben gerade diese Seitenstraßen hier entdeckt. Und das sieht ja auf jeden Fall echt aus wie Frankreich, oder? Also ich weiß nicht, von den Gebäuden her und den Shops hier, ist das alles extrem so in Paris. Wir zeigen euch mal die Gegend und ihr könnt ja euer eigenes Bild davon machen. Just the way I always wanted. Told but I got 또 없어. 지금 이대로면 좋아. 따스한 햇볕이 가득 담은 Sand River. The bluebirds peaceful to sing along. Und jetzt noch ein kleiner Geheimtipp von uns. Und zwar, falls ihr euch die Skyline von Shanghai anschauen wollt, aber die Bahn viel zu überfüllt ist, müsst ihr unbedingt zu der Northbahn gehen, denn hier habt ihr die gleiche schöne Aussicht, nur mit weniger Menschen. Wir sind jetzt beim nächsten Spot und zwar stehe ich gerade auf der Footbridge und um hier hin zu gelangen, müsst ihr einmal durch die EFC Mall in die zweite Etage gehen und dann bei Remova raus und dann kommt ihr auf eine Brücke, wo ich eben gerade drauf stehe und habt so eine schöne Aussicht auf die Skyline und das Coole ist, dass es so wirkt, als würdet ihr mittendrin stehen, denn auf der einen Seite haben wir diese Aussicht und auf der anderen Seite haben wir einen direkten Blick auf den Shanghai Tower. Wenn ihr die Brücke weiterlauft, kommt ihr zu einem richtig coolen Fotospot, den ich euch auch gleich zeigen werde. Wir sind nun beim Fotospot angekommen und wir sehen konnten wirklich sehr, sehr viel los. Vor allem viele Teenager sind hier und probieren das berühmte Fotos hinzubekommen. Leider ist unsere Kamera nicht so gut, daher suchen wir euch mal was raus und blenden es dann ein. Wir sind jetzt bei dem bekanntesten Spot von ganz Shanghai angekommen. Und zwar ist es The Bund. Aussicht auf die wunderschöne Skyline von Shanghai. Vor allem bei Abend sehr, sehr schön. Da gehen die ganzen Lichter der Hochhäuser an. Ihr habt so einen schönen Ausblick auf die Stadt mit dem Fluss. Und ihr seht sogar von hier aus das drittgrößte Gebäude der ganzen Welt. Und zwar ist es der Shanghai Tower auf der Seite hier. Ihr seht auch, es sind so viele Menschen hier. Es ist so voll hier. Aber auf jeden Fall ein Besuch wert. Es ist wunderschön. Wir sind jetzt bei unserem letzten Spot angekommen und das ist der Yugarten bzw. die Altstadt. Und wie ihr sehen könnt, es regnet extrem stark. Da das mein letzter Tag ist und das hier mein Lieblingsplatz ist in ganz Shanghai, wollte ich euch das unbedingt zeigen. Denn es ist hier so schön, diese Architektur und diese Lichter. Sieht einfach krass aus. Und ein Vorteil hat es natürlich, dadurch, dass es so stark regnet, es sind kaum Touristen hier. Und ihr habt so viel Platz und so viele Möglichkeiten, mehr oder weniger ein Foto zu schießen. Der Yugarten kostet normalerweise 43 Yuan, wenn man reingehen möchte. Aber dort, wo ich gerade bin, ist es komplett kostenlos. Es gibt noch einen Ort, wo man extra reingehen kann. Da werde ich jetzt nicht reingehen. Hier draußen kann man nämlich auch schon extrem viel sehen. Ihr seht diese ganzen Gebäude, das ist so eine große Fläche. Es gibt so viele Shops, es gibt hier eine Zickzackbrücke, die ich euch noch zeigen werde und auch Fastfood-Stände und ich sehe auch hier extrem viele Mädels, die sich ein Handschuh leihen und hier Bilder machen, was auch mega schön ist. Ich führe euch jetzt erstmal hier rum und hoffe, dass es bald aufhört zu regnen. Der Regen war jetzt gerade so stark, deswegen habe ich meine Mülltüte gerade ausgezogen und wir haben uns in Shake Shack reingesetzt, weil das direkt hier ist und ich liebe Shake Shack. Ich weiß nicht, kennt ihr Shake Shack? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Weil sie haben uns hier ein Menü geholt, das war gerade im Angebot für 58 Yuan. Da haben wir einen Shake Shack Burger bekommen, das ist einfach ein Rindfleischburger, dazu eine Pommes und ein Softdrink dazu. Das ist Cola, glaube ich, er hat mir irgendwas gegeben, tatsächlich, und den werde ich jetzt erstmal probieren. Schaut euch das mal an. Der Burger, der ist saftig, wirklich. Ich würde sagen, von den ganzen Fastfood-Ketten, also McDonald's, Burger King, Five Guys und so, finde ich Shake Shack bisher am besten aus.
der besagten Zickzackbrücke angekommen. Ich weiß nicht, wie ihr den Ort findet, aber ich finde, der sieht so magisch aus. Es ist einfach nur eine, wie der Name sagt, eine Brücke, die im Zickzack verläuft über einen Fluss, aber das ist alles blau beleuchtet und mit Nebel. Und das sieht so cool aus. Es sieht so märchenhaft aus. Wirklich sehr, sehr schön hier. Wir laufen jetzt einmal hier durch und schauen mal, was auf der anderen Seite ist. Und wenn ihr Glück habt, kommt ihr sogar zu einer Lichtershow. Ich weiß nicht, wie oft die stattfindet. Wenn ich das finde, schreibe ich euch das hier unten irgendwo hin. Es gibt so eine Lichtershow, wo die ganzen Häuser in einem Lichterspiel leuchten. Also nicht nur in der einen Farbe hier, sondern in verschiedenen Farben auf- und abblinken. Und das sieht richtig cool aus. Wie das Stichwort gerade sagt, hat hier jetzt eine Lichtershow angefangen und es ist genau 20:30 Uhr. Anscheinend sind die Lichtershowen immer jede halbe Stunde und das wollen wir uns jetzt genauer anschauen und gehen jetzt nochmal zurück zu den, ich sag mal, zu dem Fotospot, wo die ganzen Häuser waren.